Eine für mich wesentliche Beantwortung der Sinnfrage ist eigentlich gegeben mit der Idee der Liebe. Das Schöne an der Liebe ist, am Anfang sind Signale. Es ist vielleicht das Aussehen, es ist ein Witz. Da ist die Liebe sozusagen noch vollkommen logisch. Man kann sozusagen verstehen, warum die Signale auf einen wirken. Aber dann fängt sie sich an zu wandeln und das ist sozusagen auch etwas, was dann später auch vielleicht mit dieser Arbeit zu tun hat. Das ist die Idee der Zeit. Wir erleben diesen ersten Moment ja meistens auch in so einem Rausch. Man würde vielleicht auch denken, dass es so ein konstanter Aufenthalt im Jetzt ist. Aber irgendwann wird aus diesem Jetzt eine Projektion in die Zukunft. Die beiden Brüder, Castor und Pollux, haben erstmal vielleicht die Schwierigkeit, dass sie einerseits gleich sind und ungleich sind. Das Ungleiche liegt tatsächlich in der Tatsache, dass der eine göttlich ist und der andere das Schicksal des Menschlichen hat, eben sterben zu müssen. Und natürlich dadurch haben sie auch beide eine vollkommen unterschiedliche Vorstellung von Zeit. Und diese Verbindung, dass man sich bewegt auf der Zeitachse immer hin und her, obwohl wir Zeit zwar immer gerichtet wahrnehmen, aber trotzdem in unserem Alltag mit der Zukunft und der Vergangenheit immer das Jetzt verknüpfen, war auch die Idee bei dem geschenkten Tag, weil die Frage ist, was kriegen die beiden Jungs eigentlich geschenkt? Ist es der gleiche Tag? Ist es ein zukünftiger Tag? Oder ist es zum Beispiel, was vielleicht fatal wäre, ein Tag, den es schon immer gab? Normalerweise arbeite ich vom Rand her an Bild, also sehr ungewöhnlich, und arbeite mich in die Mitte hinein. Man könnte auch sagen, dass das Rand ist so ein bisschen wie ein Geländer, an dem man sozusagen sich noch auch so einen Halt hat, bevor man so wirklich sich in dieser Malerei verliert. Und hier gibt es jetzt überhaupt keinen Rand letztlich mehr, weil das eigentlich sozusagen ja ein Kreislauf ist. Und dieses immer darin sozusagen bewegen ist so tatsächlich so ein Stück weit wie so ein Gang in der Wüste, wo man nicht mehr die Vorstellung hat, was ist eigentlich wo, weil es zu wenig irgendwie aus der Landschaft heraus Merkmale gibt, die einem durchführen. Und da hat man einfach erstmal nur Sand. Irgendwann wird die Wüste dann ja aber doch einem vertraut. Also man merkt dann, es gibt dann doch noch mal einen Stein hier und es gibt dann dort hinten eine große Sanddüne. Einerseits möchte man in einen Zustand kommen, dass das Bild sozusagen sich selbst malt und vollkommene Verselbstständigung existiert. Aber dann gibt es die Ebene, wo man merkt, man sagt, nee, hier an der Stelle gehe ich einen anderen Weg. Und tatsächlich liegt das Bild in mir und irgendwann muss man auch ein Gefühl für die Dimensionen bekommen. Und das war, glaube ich, die ersten Wochen einer der Hauptaufgabenstellung für mich selbst, zu wissen, wo halte ich mich gerade in meinem Bild überhaupt auf. Beim Malen merke ich dann tatsächlich, irgendwann nehme ich mich selbst aus dem Bild so weit raus, dass es eigentlich noch einen Fremder gibt, der eigentlich neben mir steht, mit dem ich ein Gespräch führe, der sozusagen schon einen Kenntnisstand hat, den ich in dem Moment noch gar nicht habe. Und die Idee, mit dieser Zeit zu arbeiten, war einerseits, wie fühlt sich das an, wenn man außerhalb seiner Normalzeiten arbeitet. Also für mich war sozusagen, kann man eine Nacht malen, ohne dass sie einfach illusionistisch ist, indem man sie nur spürt, indem sie wirklich da ist. Und deswegen war auch sozusagen ganz wichtig, diese 24 Tafeln zu haben. Dieses immer wieder auch an diese Kante zu kommen und zu sagen, hier fängt die nächste Stunde an. Und sozusagen dieses Unmittelbare in der Zeit des Bildes zu sein, die dann sozusagen immer gleichzeitig deckend zu meiner eigenen Lebenszeit ist natürlich ein ganz anderer Aufbau, weil man dann nicht die Frage von hat, muss ich da einen Sonnenaufgang malen, weil jetzt 6:30 Uhr ist, sondern dass tatsächlich 6:30 Uhr und das Licht und der Sonnenaufgang einfach mich wirklich begleiten.
Der erste Eindruck ist schon ziemlich überwältigend. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Die Besucher sind ziemlich bei sich, wenn sie hier durchlaufen. Es ist immer eine gewisse Ruhe hier drin. Man ist sehr konzentriert und man glaubt überhaupt gar nicht, wie lange man sich als Betrachter mit vermeintlich gegenstandsloser Kunst auch auseinandersetzen kann. Es ist schon eine Kunst, die eine sehr starke narrative Seite hat. In diesem Fall geht es um ein Thema, das uns alle berührt, nämlich die Zeit. Die Frage, wie wir Zeit wahrnehmen, wie Zeit auch vergeht. Aber auf der anderen Seite ist es ein Werk, das natürlich immer wieder auch dich verführt, Gegenstände sehen zu wollen. Und das macht, glaube ich, auch die Tiefe dieses Oeuvres aus, dass sie eigentlich immer so ein bisschen oszilliert zwischen Konzept auf der einen Seite und wirklich der reinen Lust an der Malerei auf der anderen. Der geschenkte Tag ist schon genial. Das ist ja eine Erfindung von Herrn Müller. Weil bevor man überhaupt an das Bild geht, beginnt es ja mit einer Frage, der geschenkte Tag. Wer schenkt hier einen Tag? Und das wird auch nicht entschlüsselt. Ich entschlüssel es dahingehend, dass das bewusste Sehen eigener Endlichkeit, die Zeit auf dein eigenes kurzes Sehen in deinem kurzen Leben ein anderes Sehen ist. Und das ist der geschenkte Tag. Es ist unglaublich, wie er Castor und Pollux personalisiert, aber es ist Tag und Nacht, es ist Leben und Tod. Das ist das Thema. Gibt es eine Erzählung in der Abstraktion? Also kann man narrative, erzählerische Strukturen einbauen? Kann man sozusagen aus einer erstmal erscheinenden Beliebigkeit und eine Idee entwickeln, dass diese Dinge schon mal da waren, wiederkommen werden? Und eins der Dinge, die sozusagen wirklich Narration in die Arbeit hineingebracht haben, war eben sozusagen wirklich der reale Tag. Und dieser geschenkte Tag ist tatsächlich der gleiche Tag von der Arbeit, die erzählt wird, wie mein eigener Arbeitstag.